Bereit für den Tag oder was? Natürlich. Ja. Was machen wir heute? Das ist eine berechtigte Frage, ne? Vor allem die Leute, die sich fragen, was passiert denn heute an diesem Tag? Warum nehmen wir einen Vlog auf? Und zwar, wir haben als erstes mal ein bisschen Training mit Assis, aber macht euch selber nichts vor, das ist nichts Regelmäßiges bei mir. Wir haben einfach heute gedacht, das passt gut so zum Alltag und von daher fangen wir damit an und als nächstes werden wir dann im Office kurz mal ein paar Uhren besprechen. Watches of the Week drehen wir auch heute, das wird aber nicht in dem Vlog sein, sondern separat nochmal. Und dann geht es nach Köln zu einem Zahnarzt, der gleichzeitig auch DEKRA-zertifizierte FFP2-Masken herstellt, unter anderem auch für mich. Und da gehen wir in die Produktion rein. Das ist der Plan für heute und so sieht der Tag aus. Also, wir legen los. Der erste Stopp heute ist bei Aziz Kaoğlu. Ja, wir haben das Training, mal war es intensiver, mal nicht so sehr. Vielleicht schaffen wir es dann noch bei mir ein bisschen Regelmäßigkeit einzubauen. Vom Training her, bei dir, wie ist so der Aufbau? Also wir hatten ja mal, sag ich mal, 2-3 Wochen hintereinander eine Phase. Was würdest du so vorschlagen generell jetzt für Leute, die gar nichts mit Sport zu tun haben? Ja, auf jeden Fall in erster Linie die Ernährung. Das haben wir auch zusammen mit dir auch durchgezogen, wo du auch, ich glaube, fast 5-6 Kilo abgenommen hast in kurzer Zeit. Das Wichtige ist halt die Ernährung und dass man halt konsequent trainiert. Ne? Dass man muss echt diszipliniert sein, morgens aufstehen, viel Wasser trinken, zum Training kommen regelmäßig. Was ich immer mache, ist, ich esse immer erst nach dem Training und das Aufwärmprogramm. Die Leute kommen rein, trainieren, wärmen sich nicht auf, verletzen sich. Das ist ganz wichtig. Und dass man das nicht direkt an mit besser nicht. Und man sollte das Training, wie gesagt, aufbauen. Von Woche zu Woche intensivieren. Okay. Leider ist es momentan so, dass die Personal Trainer so brutales Training machen, dass die Leute dann halt 3 Tage in einem Bett liegen. Ja, stimmt. Das muss ich sagen, war sonst jetzt bei dir nicht der Fall. Wir machen jetzt erstmal uns ein bisschen warm und ich habe mir noch ein paar Fragen nicht rausgesucht, da können wir gleich einfach mal Schritt für Schritt drauf eingehen. Also als erstmal aufs Laufband und dann? Ja, und dann fangen wir mal an mit so einem kleinen Zirkel. Ah, okay. Dann auf geht's. Wir haben ja auch so ein paar Kommentare bekommen unter den letzten Videos mit dir, ne? Okay. Eine Frage war, wie hast du damals mit dem Sport überhaupt generell angefangen? Also wie kommt man da drauf? Also hast du vorher irgendwie Kampfsport mal gemacht, als du jung warst? Fußball gespielt. Ja, 11 Jahre Fußball gespielt. Okay, das hat jetzt mit Kämpfen, glaube ich, wenig zu tun, oder? Ja, aber ich habe ja dann mit dem Fußball aufgehört, weil ich 2 Leute ausgemacht habe. Ja, ganz schwer. Stress passiert und dann hat mich ein Schiedsrichter am Kragen gepackt. Ich war jung, ne? Ich war 18 Jahre alt. Umgedreht, Reflex, verpasst, Nein. 1 Jahr Sperre gehabt. Nein. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich die Geschichte schon öfter erzählt. Da hat mein Vater gesagt, geh zum Boxen, mach irgendwas. Und das hat sich dann so entwickelt, das war eigentlich, ich glaube eigentlich an einen Zufall. 2 Jungs haben sich über mich beschwert, ich hätte sie angeblich, da war ich 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, angeblich böse angeguckt, war nicht der Fall. So haben wir uns kennengelernt und die haben mich dann eingeladen zum Training. mit 18 dann? Ich war dann so 18, 19, ne? Okay. Haben mich zum Training eingeladen, dann trainiert und dann haben wir schnell mein Talent entdeckt. Und dann der erste Profikampf? Und dann, das ging dann sehr schnell. Direkt nach 3 Monaten habe ich an der Grenze von Holland schon meinen ersten Kampf gemacht. Da war ich gleich mal so vielleicht 19, zwischen 18 und 19. Und nach dem Kampf bin ich dann regelmäßig nach Holland zum Training gegangen, nach Venlo. Perry Wallen heißt er, ist immer noch ein sehr guter Freund und Trainer. Habe dann mit ihm Kontakt gehabt, habe dann wirklich nur 3 Kämpfe insgesamt gemacht und bin dann direkt nach Russland geflogen, zu einer der größten Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Also die waren Minimum auf dem Niveau, vielleicht sogar besser als UFC damals. Okay.
Was war eigentlich so in deiner Karriere so der härteste Kampf? Also was war so, wo du sagst, das ist dir im Gedächtnis geblieben als so als der schwierigste Kampf? Also ich muss sagen, beim MMA auf dem Niveau, was ich gekämpft habe, sind eigentlich alle Kämpfe sind hart. Auch der letzte Kampf, der war nicht spektakulär. Was aber die Leute, die keine Erfahrung haben, nicht sehen, dass der Mann zum Beispiel, den ich letztes gekämpft habe, der war eine Maschine am Boden, also sehr stark. Nur im Stand war er schlecht, das war kein schöner Kampf. Aber dieser Mann hat mehrere Titel, er ist Black Belt, ich glaube Jiu-Jitsu-Kämpfer. Und viele sehen das Taktische dran nicht. Aber zum Beispiel einer meiner Herzenkämpfe, obwohl ich zu 90%, 95% im Ausland gekämpft habe, war in Deutschland tatsächlich, in Wuppertal gegen Lopez Ovenebe, ein Schwarzer. Auch zum Beispiel ein Jan Blachowicz, der momentan der Titelträger bei der UFC ist, bei 300, gegen den habe ich gekämpft. Okay. Also ich habe gegen solche Leute gekämpft. In Wuppertal war wirklich der Kampf, ich musste danach mindestens 3 bis 4 Wochen auskurieren. Also ich war 3 bis 4 Wochen. Ich war zweimal, in der ersten Woche war ich zweimal oder dreimal im Krankenhaus, weil ich die Schmerzen nicht ausgehalten habe. Weil hast du das gebrochen oder? Er hat mich oft geslammt, also war ein Ringer. Und ich hatte so heftige Rückenschmerzen, dass ich durch Schmerzen wirklich 2 oder 3 Mal in derselben Woche zum Krankenhaus musste, mich spritzen musste und Infusion habe ich bekommen, weil ich das gar nicht mehr ausgehalten habe. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, Bandscheibenvorfall. Ah, okay. Das war ein ganz brutaler Kampf. Also mein ganzer Kopf, hier der Bereich war alles angeschwollen. Also ich sah aus, als ob mich ein LKW überholt. Wie alt warst du da? Das sind jetzt ungefähr 14 Jahre her. Okay. 14 Jahre. Was guckst du so? Also die Technik sitzt ja noch. Gut. Falls ihr euch fragt, wo wir hier sind, ja, wir sind hier in Meerbusch. Und das ist von dir. Ja, das ist mein Studio, ja genau, hier in Düsseldorf. Und das Besondere. Meerbusch, neben Düsseldorf. Düsseldorf ist ein bisschen bekannter, deswegen. Ja. Und das Besondere hier dran ist, also, man ist halt sehr privat. Ne? Du hast es hier geschafft, eine sehr persönliche Zone zu machen. Und ich muss schon sagen, wenn man hier ist, ist es nicht wie in einem normalen Fitnessstudio. Ne? Ja, danke. Ne, ist schön, ja, ist so ein bisschen aufgeteilt, so thematisch, so mit Kampfsporträumen, hier so ein bisschen Crossfit-Räumen, funktionalen Räumen, vorne Kursräumen und das alles so ein bisschen so einer kleinen privaten Atmosphäre, wie du gerade gesagt hast, und versucht das auch so zu bewahren, dass wir jetzt hier nicht zu voll sind, sondern alle Leute, die wirklich Sport machen wollen und so ein bisschen, athletischer, fitter werden wollen, sind hier an der richtigen Stelle. Ja. Wir machen viel Personal Training mit Sportlern oder halt auch mit normalen privaten Personen. Also falls ihr Interesse habt, ich schreibe das auch in die Beschreibung rein, schaut gerne bei ihm vorbei, meldet euch hier und ich kann es nur empfehlen. Ja, danke. Also das Interessanteste, was ich bei dir immer sehe, ist, dass du mit solchen Stresssituationen sehr locker umgehst. Ne? Wenn du jetzt junge Leute siehst, die sind sehr impulsiv, manchmal können die den Druck halt nicht aushalten. Und bei Kämpfen ist es natürlich noch viel gebündelter, ne? Dass du diese auf den Punkt genau die ganze Last hast. Ne? Was würdest du jüngeren Leuten raten, die vielleicht ein bisschen nicht so ausbalanciert sind und Probleme haben, in Stresssituationen halt ruhig zu bleiben? Also ich habe dieses Thema schon öfter gehabt, da gab es auch ein paar Streitpunkte zwischen so Kämpfern, wo ich das erwähnt habe, dass es wirklich so Internet-Weltmeister gibt und die das nur für Fame machen. Tatsächlich, das muss hier aus dem Herzen kommen. Wir haben das damals tatsächlich gemacht, weil wir den Sport geliebt haben und auch natürlich für Geld. Wir haben damals halt, die Situation von heute war nicht gegeben. Wir mussten zum Beispiel 180 Kilometer nach Breda fahren. Am Anfang musste ich 60 Kilometer nach Venlo fahren, immer zum Training, und später musste ich 180 Kilometer weit zu Golden Glory. Da wo Semih Schill trainiert hat, Alistair Overeem, Stefan Leko, Khalid Arab, ganz viele, die berühmtesten K1-Kämpfer waren dort, auch MMA-Kämpfer. Also wir mussten schon dafür bluten. Ich habe das schon mal damals erzählt, wir mussten wirklich, wo wir nach Venlo gefahren sind mit 19, mit 5 Mann im Auto, jeder 5 Mark, getankt und hingekommen. Also wir haben da wirklich Geld zusammengeschmissen. Und wenn ich jetzt sehe, was es für Möglichkeiten momentan gibt, ist sehr, sehr heftig. Nur die meisten wissen das nicht zu schätzen, die Jugendlichen. Und viele machen das wirklich nur für Fame, muss man echt sagen.
Ich kann von meinen eigenen Leuten erzählen, die ich ein paar kannte, die in der Kabine gesessen haben und gejammert haben. Mir ist schlecht, ich muss mich übergeben. Okay. Weil die einfach sich in die Hosen gemacht haben, aber nach dem Kampf gepostet haben, ja, Job ist done. Okay. Ganz cool, ganz cool. Aber die sich wirklich in der Kabine in die Hosen gemacht haben, ne? Oder sich übergeben haben, fast übergeben haben. Was machst du, wenn du jetzt so einen Kampf hast, wie bleibst du so ruhig? Ich muss sagen, guck mal, du weißt ja, ich habe gegen Mamed Khalidov gekämpft, in meiner Kabine waren 6, 7 Leute, die haben selber gesagt, warum bist du so entspannt? Ich habe gesagt, guck mal, ich bin ein gläubiger Mensch, ich glaube daran, dass was passieren wird und geschrieben steht. Und da kann man nichts mehr dran ändern. Ich gebe mein Bestes und ich habe Spaß dran. Ja? Also nicht falsch verstehen, ich habe keinen Spaß dran, irgendjemanden zu verletzen, sondern an dem Sport. Das hat mich auch immer ausgemacht. Ich habe durch meine mentale Stärke, glaube ich, viel mehr erreicht, als was ich durch mein Training erreicht habe. Ja, das sehe ich heute auch immer wieder so, auch jetzt bei mir im Beruf, es gibt immer sehr stressige Situationen, aber es ist immer, wenn es um Geld geht und sowas, aber wenn man halt ruhig bleibt, dann kann man das Maximum halt rausholen. Ne? Wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zurück. Ich ziehe mich kurz um, dann gehen wir ins Büro, machen kurz Uhren der Woche. Ich nehme mich auch noch kurz mit, dann fahren wir nochmal alle Sachen auch wegbringen und ja, dann geht es weiter nach Köln, in der Nähe von Bonn, also zwischen Köln und Bonn, zu dem Zahnarzt, der auch die FFP2-Masken, DEKRA-zertifizierte FFP2-Masken herstellt, unter anderem auch für mich mit meinem Logo und so weiter. Da fahren wir als nächstes hin.